2 Jahre lang lief hier der übelste Krimi ab. Und kaum jemand hat was davon mitbekommen. Schiffe wurden mit Drohnen und Raketen angegriffen, Crewmitglieder als Geiseln genommen, Öltanker in Brand gesetzt und mehrere Menschen getötet. Von einer Gruppe bewaffneter Männer aus dem Jemen, den Houthi-Rebellen. Und die Houthis haben mit ihren Angriffen mal eben den ganzen Welthandel terrorisiert. Die Region wurde so gefährlich, dass viele Reedereien fortan nicht mehr diese Route gewählt haben. Tausende Containerschiffe mussten umgeleitet werden. Zeugs wie Ikea-Möbel, Abercrombie-Pullis oder Aldi-Spielzeug wurde zu spät geliefert. Und sogar ganze Autowerke standen kurz mal still. Ja, diese Gruppe Männer, die Houthis, haben für richtig Drama in der Weltwirtschaft gesorgt. Ein Drama, das viele Unternehmen Milliarden gekostet hat. Aber wie viel ist davon eigentlich bei uns angekommen? In der neuen Folge von Atlas erzähle ich euch, wie ein paar Männer mit Helis und Sturmgewehr ein globales Wirtschaftsdrama ausgelöst haben und was das eigentlich für unseren Geldbeutel heißt. Ich heiße Tesnim Kadiri. Freut mich, dass ihr es geschafft habt. Bevor wir Fahrt aufnehmen, noch ein kleiner Reminder: Kanal abonnieren und Glocke aktivieren, damit ihr hier nichts mehr verpasst. So, und jetzt alle Frauen und Männer an Deck. Kurs auf das Rote Meer und den Suezkanal. Das letzte Mal, als im Suezkanal Chaos war, haben diese Memes das Internet geflutet. Damals, 2021, lag das Containerschiff Ever Given nämlich kurz mal quer. Das war damals für viele Leute schon echt ein Pain, aber 2 Jahre später ging dort dann ein richtiger Krimi los. Am 7. Oktober 2023, mit dem Terroranschlag der Hamas auf Israel, eskaliert der Krieg im Nahen Osten. Während Israel im Gazastreifen Luftangriffe gegen die Hamas fliegt, bringt sich hier, rund 2000 Kilometer entfernt, noch jemand ganz anderes in Stellung: die radikal-islamistische Houthi-Miliz. Die Houthi sind die stärkste militärische Gruppierung im Norden des Jemen. Sie haben vor mehr als einem Jahrzehnt die Kontrolle übernommen über die jemenitische Hauptstadt Sanaa. Sie selbst sehen sich als legitime Führer des Jemen. Genau wie die Hamas kämpfen die Houthis gegen den Einfluss der USA und Israels in der Region. Die USA listen die Houthis als Terroristen. Die Hamas und die Houthis, die sind also sowas wie islamistische Brüder mit dem gleichen Feind: Israel. Aus Solidarität mit der Hamas steigen die Houthis nach dem 7. Oktober mit ein in diesen Krieg. Und das sozusagen auf ihre Art. Am 19. November 2023 greifen die Houthis den Autotransporter Galaxy Leader an. Der fährt zwar unter der Flagge der Bahamas, das Unternehmen, das dahinter steckt, gehört aber teilweise einem israelischen Geschäftsmann. Der Transporter ist gerade erst durch den Suezkanal geschippert, als die Houthis hier vor der Hafenstadt Al-Hudaida aufs Deck springen. Mit Gewehren stürmen sie die Kommandozentrale. Dort bedrohen sie die Besatzung und nehmen 25 Menschen als Geiseln. Dieser Angriff war erst der Anfang. Im Februar 2024 versenken die Houthis ein Containerschiff, das unter der Flagge von Belize fährt. Im Juni attackieren sie einen griechischen Frachter. Und im August bombardieren sie einen Öltanker, der ebenfalls unter griechischer Flagge fährt. Insgesamt haben die Houthis in knapp 2 Jahren mehr als 100 Schiffe im Roten Meer attackiert. Mit Raketen, Drohnen und kleinen Booten. 40 Schiffe sind dabei komplett zerstört worden. Und 4 Menschen wurden getötet. Westliche Staaten wie zum Beispiel die USA und Großbritannien, die haben daraufhin auch Stellungen der Houthis im Jemen angegriffen. Denn das Ziel der Houthis war es, Israel zu schaden und auch all den Unterstützern von Israel, also den westlichen Staaten. Ja, und der Schaden davon, der ging weit über das hinaus, was sich da im Wasser abspielt. Die Houthis stehen nämlich am Eingang vom Roten Meer und damit basically direkt vor einem der wichtigsten Kanäle überhaupt: dem Suezkanal. Der Suezkanal verbindet das Rote Meer mit dem Mittelmeer. Und das ist ziemlich praktisch für den Welthandel. Der Suezkanal ist mit knapp 200 Kilometern Länge nämlich der kürzeste und billigste Weg zwischen Europa und Asien hin und her zu fahren. Darüber haben wir auch mit einem Experten vom Institut für Weltwirtschaft gesprochen. Ungefähr 10% aller Schiffe passieren den Suezkanal regelmäßig. 10% aller Schiffe, die so auf den Weltmeeren umherschippern. Vor den Angriffen der Houthis sind jeden Tag mehr als 52 Frachtschiffe, also Tanker und Containerschiffe, durch den Suezkanal getuckert. Und falls ihr euch jetzt denkt, was? Nur so 52 Schiffe an einem Tag? Das ist ja gar nicht. Ey Leute, diese Schiffe sind Monster. Teilweise sind die 400 Meter lang, so lang wie 4 Fußballfelder. Und die haben Platz für 20.000 Container. Container, in denen Getreide, Öl, Kaffee, Autoteile oder deine neue Spielkonsole drin sind. Also so circa
alles. Aber der Kanal ist nicht nur wichtig für alle, die Zeugs zwischen Europa und Asien hin und her schiffen wollen. Der Kanal ist in der Region auch ein wichtiger Business-Hub. Ägypten, dem der Kanal gehört, verdient durch die Transitgebühren fast 9 Milliarden US-Dollar im Jahr. Also zumindest bis die Houthis kamen und den Kanal mit ihren Angriffen 2 Jahre lang quasi zu einer No-Go-Area gemacht haben. Und dafür gesorgt haben, dass sich praktisch der gesamte Welthandel ab sofort nach ihnen richten musste. Wenn wir jetzt hier über den Welthandel reden, dann meinen wir vor allem das, was über das Meer transportiert wird. Der Großteil aller Waren kommt nämlich per Schiff. Und ein großer Teil davon geht über die Route zwischen Shanghai und Rotterdam. Das sind jeweils die 2 größten Häfen der asiatischen und der westlichen Welt. Nirgendwo sonst wird so viel Ware umgeschlagen wie dort. Die führt durch das Ostchinesische Meer, das Südchinesische Meer, die Straße von Malakka, durch den Indischen Ozean und durch das Arabische Meer. Und dann weiter durch den Golf von Aden, das Rote Meer und, bevor es weiter nach Europa geht, ihr ahnt es vielleicht, durch den Suezkanal ins Mittelmeer. Für diese Route braucht ein Containerschiff normalerweise knapp einen Monat. Aber als die Houthis kamen und aus dem Suezkanal ein Kriegsgebiet gemacht haben, da sind viele Schiffe erstmal lieber abgebogen und haben einen Umweg genommen, um den kompletten afrikanischen Kontinent herum. Also schön hier entlang am Kap der Guten Hoffnung und dann die gesamte Westküste Afrikas entlang nach oben. Schiffe, die also beispielsweise von Shanghai nach Rotterdam wollten, mussten wegen diesem Umweg etwa 11.000 Seemeilen mehr einplanen. Das sind ca. 6.000 Kilometer. In Zeit bedeutet das eine 2 Wochen längere Fahrt, weil so ein Containerschiff halt auch kein Porsche ist und pro Stunde halt nur so 45 bis 55 Kilometer schafft. Und naja, mehr Seemeilen, mehr Treibstoff. Abgesehen davon, dass das echt ungeil für Mama Erde ist, der Treibstoff ist in den letzten Jahren auch nicht gerade günstiger geworden. Der Treibstoff ist ein wichtiges Thema. Das scheinen mir eigentlich die höchsten Kosten zu sein im operativen Betrieb. Die Reederei Maersk, die größte Reederei der Welt, die hat im Juni 2024 angegeben, der Umweg um das Kap der Guten Hoffnung würde sie 20 bis 30% mehr kosten. Unter anderem wegen der Treibstoffpreise. Trotzdem soll dieser Umweg sogar immer noch günstiger sein, als wenn man sich traut, weiter durch den Suezkanal zu steuern. Denn selbst wenn du und deine Crew lebensmüde seid, die Versicherungsunternehmen sind es nicht. Die haben die Versicherungsgebühren für die Route durch den Suezkanal nach Beginn der Angriffe erstmal angehoben. Ihr checkt also, ob Umweg oder nicht, so oder so treffen die Angriffe der Houthis die Wirtschaft ziemlich hart. Als die Houthis im Roten Meer also angefangen haben, so einen Terror zu machen, dachte sich jede Person, die was von Wirtschaft versteht, oh shit, jetzt wird für uns Konsumentinnen und Konsumenten ja alles teurer. Und to be honest, selbst wenn man nichts von Wirtschaft versteht, wenn man sich dieses Drama so anguckt, muss davon doch eigentlich was bei uns im Geldbeutel angekommen sein. Oder nicht? Um das zu checken, müssen wir uns noch ein bisschen mehr in das Container-Game reinnörden. Aber versprochen, es lohnt sich. Denn das Drama im Suezkanal, das ist so ziemlich die perfekte Masterclass in Welthandel. Also, let's go. Stark vereinfacht gesagt, gibt es für Unternehmen 2 verschiedene Arten, ihre Ware mit Containerschiffen zu verschicken. Entweder sie haben langfristige Verträge mit Reedereien oder halt nicht. Die keine langfristigen Verträge haben, das sind vor allem Unternehmen, die besonders schnell liefern oder manchmal nur wenig Ware verschicken. Und für die war der Umweg übers Kap der Guten Hoffnung schon, sagen wir mal, unpraktisch. Warum genau? Solche Unternehmen buchen sich nämlich Last-Minute-mäßig Container. Wenn insgesamt aber viele der verfügbaren Container wegen der Houthis 2 Wochen länger über die Weltmeere schippern, fehlen sie in Häfen, in denen sie normalerweise schon längst wieder neu beladen werden müssten. Das treibt den tagesaktuellen Preis für Containertransporte in die Höhe, weil weniger Container verfügbar sind. Im November 2023 beispielsweise lagen die Frachtkosten für einen Container bei 2.000 US-Dollar. Im Januar darauf schon bei 5.000 US-Dollar. Das kann bedeuten, Unternehmen, die also zum Beispiel super spontan liefern, die haben höhere Lieferkosten und geben die vielleicht auch an dich oder mich weiter. Aber muss nicht mal. Denn Achtung, die Transportkosten in so einem Containerschiff, die machen nur einen ganz geringen Teil der Gesamtkosten aus. Weil Containerfracht generell halt sehr effizient ist, man da also mies gut Tetris spielen kann. Und dann gibt es noch die Unternehmen, die langfristige Verträge mit Reedereien zu fixen Preisen abgeschlossen haben. Die haben von den höheren Preisen erst dann was zu spüren bekommen, als die Reedereien nach Vertragsende die Preise angepasst haben. Ob diese ganzen Mehrkosten jetzt am Ende an uns weitergegeben wurden? Schwierig. Die Kosten werden sicherlich auf
die eine oder andere Weise weitergegeben worden sein an die Verbraucher oder an die Abnehmer. Aber wie gesagt, ich finde es schwer, da den Effekt zu beziffern, weil auch gerade ja diese Krise im Roten Meer sich einreiht in jetzt allgemeine inflationäre Bewegungen. Ja, es gab nämlich in den letzten Jahren schon auch andere Preistreiber. Den Ukraine-Krieg zum Beispiel. Ihr seht also, die Situation ist viel zu komplex, als dass wir hier ganz genau sagen könnten, ob ihr jetzt wegen der Houthis mehr geblecht habt. Unser Gesprächspartner vom IFW hat uns außerdem verraten, dass Expertinnen und Experten das sowieso erst wirklich in ein paar Jahren beurteilen können. So richtig verloren haben dafür die regionalen Player. Allen voran Ägypten, dem der Kanal gehört. Mehr als 7 Milliarden US-Dollar sind den Ägyptern durch die Lappen gegangen, weil eben es so einen Rückgang des Schifffahrtsverkehrs gab am Suezkanal. Jetzt ist Ägypten ein hochverschuldetes Land. Also dieses Land braucht Geld. Und das, obwohl immer noch 800 bis 900 Schiffe im Monat durch den Kanal schippern. Nur, dass jetzt damit ausgerechnet die Houthis richtig Kohle machen. Es gibt Stimmen in der UN, die sagen, die Houthi haben still und heimlich hinter verschlossenen Türen Deals gemacht. Illegale Deals mit einigen Reedereien. Ja, einigen UN-Expertinnen und Experten zufolge nehmen die Houthis inzwischen eine Art Schutzsteuer, mit der Schiffe dann ganz friedlich passieren dürfen. Und dadurch könnten die jetzt Milliarden verdienen, wie Expertinnen und Experten schätzen. Nach dem Waffenstillstand zwischen Israel und der Hamas Anfang dieses Jahres haben die Houthis zwar angekündigt, ihre Angriffe zu verringern und außerdem die Besatzung der Galaxy Leader Ende Januar nach 14 Monaten in Gefangenschaft wieder freigelassen. Aber laut Expertinnen und Experten werden die Houthis im Roten Meer allem Anschein nach trotzdem weiter das machen, was sie wollen. Und im Zweifelsfall den Welthandel weiter stressen. Dazu kommt, sie werden die Zukunft des Suezkanals halt auch davon abhängig machen, wie es mit der Waffenruhe zwischen Israel und Gaza weitergeht. So, Heavyweights. Waren euch die Houthis vor diesem Video ein Begriff? Und sagt mal, wie lange denkt ihr, würdet ihr auf so einem Schiff aushalten? Schreibt's mal in die Kommentare. Und abonniert hier unseren Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr hier nichts mehr verpasst. Hier findet ihr unser letztes Video zu Südafrika und bei Was kostet die Welt findet ihr ein Video zur Schuldenbremse. Tschüss, bis zum nächsten Mal.